Heute kriegt ihr einen Reisebericht aus Ustronja Morskie. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr wahrscheinlich feststellen könnt, bin ich nicht in meiner gewohnten Umgebung. Es liegt daran, weil ich noch derzeit im Urlaub bin und hier aus einem Apartment aus aufnehme. Deswegen seid mir auch nicht ganz so böse, wenn die Lichtverhältnisse nicht so ideal sind. Ich habe leider nicht mein ganzes Aufnahmeequipment mitnehmen können, würde glaube ich so viel Platz auch im Koffer einnehmen, aber sollte mich trotzdem nicht daran hindern, euch einfach mal diesen Reisebericht aus Ustronja Morskie zu zeigen. Wie immer werde ich unten rechts in der Ecke zu sehen sein und ich würde einfach mal sagen, starten wir auch schon los. Ja, und wir fangen am besten mal an der Promenade an. Wir sehen hier den Kreisverkehr, im Hintergrund die Aufschrift Ustronja Morskie. Wie an sehr vielen Orten an der Ostsee, zumindest hier in Polen, sehen wir hier diese Verkaufsstände auf der rechten und auch teilweise auf der linken Seite. Und in der Mitte haben wir dann eine Straße, wo dann auch ganz normal Autos fahren. Ich vermute, das hat auch was damit zu tun, weil halt diese ganzen kleineren Orte, sowas wie auch Ustronja Morskie, die sind halt für den Tourismus nicht so ganz ausgelegt und die werden immer nach und nach ausgebaut und naja, da irgendwann auch mal der Platz fehlt, müssen die halt an der Straße lang ziehen. Ne? Also größere Orte haben das weniger, kleinere Orte haben das halt so, wie es halt hier auch zu sehen ist. Trotzdem haben wir hier auch, wie wir sehen, so Einfahrten, wo dann auch links und rechts immer die Verkaufsstände sind mit ja, Krimskrams, den man sich halt so kaufen kann, Magneten und diesen ganzen Kram. Ne? Genau. Hier sind wir jetzt im Prinzip auf der anderen Seite der Promenade. Man muss sagen, die Promenade ist eigentlich ganz schön lang, also man hat da schon ein bisschen zu spazieren. Hier sind wir jetzt auf einem Spazierweg bzw. Fahrradweg zwischen Promenade und Meer bzw. Strand. Und eigentlich ist das so ein Spazierweg, ich denke, der zieht sich wirklich ganz viele Kilometer. Hier haben wir eine Aufnahme aus meinem Apartment, also nicht aus meinem privaten Apartment, also das, was wir uns gemietet haben. Da sieht man, wie unruhig das Meer ist, wie wild das ist, denn es war auch teilweise sehr windig. Man sieht das auch an den Pflanzen, an den Büschen, wie die sich rühren durch den Wind. Also das ist schon ein sehr starker Wind dort gewesen. Ne? Und hier haben wir auch mal einen Vergleich, wie es sein kann, wenn es etwas ruhiger ist. Ne? Die Ostsee ist ja normalerweise ein bisschen ruhiger, man sieht das dann auch. Ne? Aber sehr schön, sehr schön. Ich mag es, wenn es manchmal ein bisschen wilder ist. Ne? Und da haben wir ein Fischerboot. Die Aufnahme habe ich, glaube ich, ganz früh gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube um 6 Uhr morgens oder so. Ja, da sieht man, schöne Sonne. Hat man eigentlich immer ganze Zeit schönes Wetter, obwohl die Prognosen angezeigt haben, dass es nicht schön sein soll. Also ich weiß nicht, wie die da die Prognosen machen. Hier sind wir im Prinzip wieder auf den Spazierweg, ja, der eigentlich zwischen Promenade und Meer sein soll. Genau. Und hier sehen wir auch Leute mit dem Fahrrad fahren. Im Prinzip, wenn man jetzt diesen Weg ganze Zeit geht, ganze Zeit geradeaus einfach nur, circa in 12 Kilometer würde man dann in Kolberg ankommen oder auf Polnisch Kołobrzeg. Ja. Also wirklich, also man kann eigentlich im Prinzip von Świnoujście bis Hel, glaube ich, die ganze Ostsee mit dem Fahrrad langfahren oder auch zu Fuß, wenn man das machen möchte, sind nur ein paar Kilometer, um die 450 Kilometer, also ein bisschen Zeit mitbringen dabei. Hier auch sieht man, dass es etwas windig war. Und hier ist sowas wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Hafen, aber so ein kleiner Fischerhafen, so nenne ich das jetzt mal. Denn hier haben wir auch so Fischerbuden, die verkaufen da geräucherten Fisch. Meine Frau, die liebt geräucherten Fisch, deswegen wollen wir da auch sehr oft ja, Fisch kaufen. Ich bin nicht so der Fischfan, also ich esse überhaupt gar keinen Fisch. Ja, aber meine Frau, die freut sich immer, wenn wir an der Ostsee sind. Man muss sagen, sie kauft auch nur Fisch an der Ostsee. Woanders kauft sie keinen Fisch, nur wirklich an der Ostsee. Genau. Und so sieht das dann aus. Dann ist auch dieser Steg. Und da haben wir dann diese
ja, Räucherkammern, wo die dann den Fisch räuchern. Sehr schön, sehr schön. Also für Fischliebhaber ist das auf jeden Fall top. Toller Fisch. Garnelen, so kleine Oktopusse, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Oktopusse? Ja, ne? So kleine Oktopusse haben die dort auch geräucherte gehabt. Verschiedene Fischsorten, also wirklich alles, was man haben möchte, würde man dort kriegen. Echt. Kleine Geschichte, seht ihr die zwei Personen, die haben mit dem Ball gespielt und schaut mal, wo der Ball ist. Oh. Der Ball ist innerhalb von, ich glaube, 2 Minuten so weit weggeschwommen, von Weitem kaum zu erkennen. Ich habe mich dann auch so gewundert, wenn jemand jetzt ungefähr 500, 600, 700 Meter auf dem Meer hinaus ist und am Ertrinken ist, würde man ihn gar nicht sehen eigentlich. Ja. Hier ist sowas wie so eine Mollo, ein Steg. Nicht vertun, das ist nicht die, sage ich mal, offizielle Mollo von Ustronia Morskie. Das ist wirklich eine private Mollo, beziehungsweise ein privater Steg von dieser Cafeteria, die dort drauf ist. Also das ist wirklich alles privat. Und die erlauben zwar da drauf zu gehen. Hinter der Cafeteria, meine ich, wäre auch noch ein Stückchen, wo man dann hinausgehen kann. Da müsste man aber reingehen und ich glaube auch, sich dann auch irgendetwas bestellen. Wenn man jetzt irgendwie so eine staatliche Mollo hat, sage ich jetzt mal wie in Kowalczyk zum Beispiel, da muss man ja irgendwie einen Eintritt zahlen von, ich weiß nicht, letztes Mal, wo ich da war, 7 Zloty. Genau. Ja, hier haben wir mal eine Aufnahme, wie der Strand aussieht, wenn es voll ist, zur Hauptzeit. Also wirklich, der war rappelvoll teilweise. Und hier eine Aufnahme, wenn es halt etwas weniger ist. Also wenn es dann schon ein bisschen ruhiger ist, hat man dann auch genug Platz gehabt, um sich ja, hinzulegen auch. Hier habe ich eine Möwe gefilmt. Ich mag Möwen, also ich mag das auch immer, wenn ich an der Ostsee bin und die Möwen mich quasi wecken, schon um 4, 5 Uhr morgens. Ich mag diese Möwen, wenn die anfangen zu kreischen. Wahrscheinlich nicht für jeden was. Ich mag das aber. Ne? Liegt vielleicht auch daran, weil ich sowas sonst nicht habe. Ich wohne ja in Łódź. Ich werde da eher von Autos und Straßenverkehr geweckt und nicht von Möwen. Ja, hier auch noch ein paar Aufnahmen vom Meer. Schön. Ja, und hier haben wir dann auch noch mal den Ausblick mit Sonnenuntergang. Ich habe auch einen Livestream gemacht. Könnt ihr euch auch mal anschauen, packe ich euch mal später in den Kommentaren rein. Also Livestream von dem Apartment aus zum Sonnenuntergang. Und sowas hatte ich im Prinzip fast jeden Tag. Sehr schön. Könnte man sehr oft genießen. Sehr, sehr schön. Ja, das war das ganze Video zu Ustronia Morskia. Ein bisschen kurz und klein gehalten. Aber ja, wie das sehr oft an der Ostsee ist, hat man immer diese Ostseebuden halt links und rechts. Also ich sag mal so, Ustronia Morskia ist ein sehr schöner Ort, ist halt sehr auf den Tourismus ausgebaut. Die Strände zur Saison, wie man das auch gesehen hat, teilweise, also wenn wirklich super Wetter ist, ist das wirklich dort rappelvoll, weil man muss sagen, die Strände sind nicht sehr breit wie andere Orte, die es vielleicht haben. Aber trotzdem war es dort sehr, sehr schön. Man muss auch sagen, dass das Apartment, was wir hatten, auch zusätzlich sehr schön war. Dazu wird es auch noch ein separates Video geben. Und das hat natürlich auch nochmal so einen besonderen Effekt gemacht. Wenn man jetzt nicht gerade am Strand liegen wollte, hatten wir ein Apartment, wo wir eine sehr schöne, traumhafte Ausblick hatten. Und das hat dann natürlich auch, sage ich mal, dazu beigetragen, dass dieser Ort uns sehr gefallen hat. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich wirklich über ein Like sehr freuen. Zusätzlich packe ich euch auch noch unten in den Kommentaren weitere Urlaubsvideos rein, denn ich mache eigentlich jedes Jahr hier in Polen Urlaub und da werdet ihr wahrscheinlich auch noch viel mehr interessante Videos zum Thema Ostsee in Polen finden und nicht nur die Ostsee, auch andere Orte, die ich in Polen besucht habe. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich in meiner Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!